Ja, jetzt stehe ich hier an meinem Geburtstag heute und zeige euch trotzdem mal dieses ultimative Battle zwischen diesen beiden Düften. Welcher ist denn nun tatsächlich besser? Welcher ist besser? Welcher ist cooler? Welcher kommt besser an die großen Brüder ran? Das ist jetzt die Frage. Und ja, und sie wollen gern sein wie die großen Brüder. Und sind sie das auch? Welcher ist denn auch besser? Welcher ist besser zu tragen? Welcher kommt besser an? Und so weiter. Das möchte ich euch heute erzählen. Mein Name ist Dennis, a.k.a. Folgenstalker aus Hamburg. So, wir wollen mal mit den Art of Arabia 1 anfangen. So, im Endeffekt kennt ihr das ja. Ihr kennt diesen Duft. Also für die Leute natürlich, die den jetzt noch nicht kennen, umso besser. Auf jeden Fall hier schön die UVP wollte ich gerade sagen. Nein, hier der geile Flakon ausgestanzt. Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen. Und ja, schön schwer. Die Düfte kosten beide so ungefähr 40 €. So, das ist immer, es schwankt allerdings auch immer ein bisschen. So, gute Sprüher und im Endeffekt auch super Düfte beide, natürlich. Ah, ja. Und der riecht hier so schön nach Minze, Bergamotte, ein bisschen Zitrone und Tee. Einen schönen Teeakkord. Ja, und welcher Duft könnte das sein? Der große Bruder ist natürlich Imagination von Louis Vuitton. So, es geht hier aber gar nicht um diese Brüder unbedingt, sondern um wirklich die DNA und welche ist besser. Natürlich hat Lattafa immer so ein bisschen eigenständige DNA, die da drin mitschwingt. Deswegen macht es das ein bisschen anders. Hier finde ich zum Beispiel viel mehr Minze drin. Und als zum Beispiel bei Louis Vuitton Imagination, weil da ist sehr viel Zitrone drin, plus eben den Teeakkord, sorry. Und hier ist aber auch ein schöner Teeakkord drin, aber mehr die Minze. So, das ist eigentlich der große Unterschied. Natürlich ist er ein bisschen harscher als das Original. Das habe ich natürlich auch hier. Das steht hier und das ist harscher, das hier, weil das Original ist ein bisschen runder, tiefer, abgerundeter, besser gemacht schon. Ja, die Haltbarkeit ist beim Original auch besser, aber der ist schon wirklich sehr, sehr gut. Das dürft ihr nicht vergessen. Also da habt ihr trotzdem was so 6 bis 8, 9 Stunden von. Ich mache so diese Zwischenspanne, weil das muss man machen, weil es bringt mir jetzt nichts zu sagen, er hält bei mir 7 Stunden, wenn er dann nachher bei euch 10 hält oder bei manchen nur 4, whatever. Aber er ist so zwischen, sag ich mal, 6 oder sagen wir 5 und 9 Stunden. Das ist wirklich so eine große Spanne. So, jetzt kommen wir zur Art of Arabia 3, auch mit einem richtig schönen Flakon, wieder ausgestanzt hier. Das einzige, glaube ich, immer noch verbessert mich, 7-Sterne-Hotel in Dubai. Sehr nice. Und auch hier ist der Sprüher gut. Und hier haben wir natürlich einen Duft. Würzigkeit, Cremigkeit, Amber, so ambriert, schönes Teil. Und der hat natürlich einen noch teureren, im Endeffekt schwereren Bruder, und zwar den Blond Amber, den ich auch hier habe. Und ganz ehrlich, er macht es schon wirklich sehr, sehr gut. Ich werde das gleich wirklich Freestyle auch aus dem Kopf sagen, welchen ich besser finde. Habe ich noch gar nicht so überlegt. Ich habe die Düfte, ich finde sie alle gut, weil auch hier natürlich ein bisschen eigenen Touch drin hat und natürlich das Tiefe, das Schwere, die Haltbarkeit hat er hier nicht. Und er ist auch ein bisschen luftiger, frischer als das Original Blond Amber. Ja, hier übrigens, so sieht das Original Blond Amber aus. Yes, da haben wir ihn. Blond Amber. Schönes Teil. 550 €, aber 50 ml. Hier 40 €, 100 ml. Und natürlich macht ihr da nichts falsch. Genauso wie hier 40 € und der Louis Vuitton eben hier. Wo haben wir hier? Hier haben wir den, nee, das ist der Meteor. Da haben wir den Imagination. Kann ich auch noch mal gern zeigen. Für die Leute, die das nicht wissen. Das ist das Original Louis Vuitton Imagination. Und ja, aber wir kommen zu den Art of Arabia 3, ist luftiger und hat natürlich nicht so die ganze Tiefe, aber im Endeffekt ein schönes Teil und wahrscheinlich auch der beste oder die beste Alternative, genauso wie Art of Arabia 1 die beste Alternative zum Louis ist. So, aber welcher ist denn jetzt wirklich besser? Also ganz ehrlich, den könnt ihr natürlich im Sommer sehr, sehr gut tragen. Den könnt ihr aber auch im Sommer tragen. Das ist ja eben nicht so ganz so schwer wie der Blond Amber, wo ich den Blond Amber auch im Sommer trage. Und was für ein Sommer, ne? Und ich warte immer noch auf den Sommer. Und ja, Fakt ist, dass beide sehr, sehr, sehr gut sind. Aber wenn man die Handarbeit so ein bisschen sieht, ist das schon wirklich gut gemacht. Aber dann ist der Art of Arabia dann doch tatsächlich noch ein Tick besser. Wenn man sich überlegt, was für ein, sag ich mal, Bruder er hat. Und hier hat man zwar frische Sachen. Ich möchte jetzt nicht damit so sagen, dass man frische
Düfte einfacher, sag ich mal, nicht nachbauen kann oder ein bisschen, ja, ähnlich sein kann als ein bisschen schwerere, würzigere. Aber ich finde schon, dass das ein bisschen anders ist und das ist schon wirklich sehr, sehr gut. Aber dieses ist wirklich ganz, ganz dicht dran. Also ihr könnt ja mal unterschreiben, welchen ihr von denen, es geht jetzt nur um diese beiden Düfte, besser findet. Aber für mich gewinnt, also im Moment aktuell vielleicht ganz knapp der Art of Arabia 3, aber ganz ehrlich, der Art of Arabia 1 ist ein bombastisches Teil. Und wenn ihr nicht so viel Geld ausgeben wollt, dann ist das auf jeden Fall eine gute Alternative. Ganz einfach. So, ich werde jetzt weiter meinen Geburtstag feiern und da bin ich raus. Grüße gehen raus an meine Mitglieder und an euch alle und dann bis zum nächsten Mal.